Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute werde ich wieder über ein spannendes Mid-Cap-Unternehmen aus Indien berichten. Infosys. Dieses Unternehmen ist im Bereich der Informationstechnologie tätig. Ich werde zunächst kurz das Geschäftsmodell vorstellen, den Bereich, in dem KI in diesem Unternehmen zum Einsatz kommt, sowie einen kurzen Blick auf die Zahlen werfen. Also, ihr wisst ja, jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Lasst uns loslegen. Beginnen wir mit dem Geschäftsmodell. Infosys ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Services und Beratungsdienstleistungen der nächsten Generation. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden in über 50 Ländern bei der Umsetzung ihrer digitalen Transformation. Mit über 4 Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Management von Systemen und Abläufen in globalen Unternehmen steuert Infosys Kunden kompetent durch ihre digitale Welt und führt sie jetzt ins Zeitalter der KI. Das Geschäftsmodell von Infosys umfasst den Verkauf selbstentwickelter Software sowie Beratungsdienstleistungen im IT-Bereich. Ein wichtiger Aspekt des Geschäftsmodells von Infosys ist das sogenannte Bench-Modell. Bei diesem Modell sitzen im Prinzip 20% der Belegschaft permanent auf der Bank, was bedeutet, sie können jederzeit zu einem Projekt hinzugezogen werden. Die Idee hinter diesem System ist, dass immer genug Mitarbeiter für aktuelle Projekte zur Verfügung stehen können. Sehen wir uns deshalb kurz ihre Zahlen an. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von etwa 83 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von etwa 3 Milliarden, was zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 28 kommt. Betrachten wir die nächsten 12 Monate, sinkt das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf 25. Der Umsatz dieses Unternehmens liegt in etwa bei 18 Milliarden US-Dollar, was uns zu einem Kursumsatzverhältnis von 4,5 bringt. Das bedeutet, auf 18 Milliarden Umsatz ergibt sich 3 Milliarden Gewinn, was in etwa ein Sechstel ist. Dieser Wert ist verglichen mit anderen IT-Dienstleistern nicht ganz ideal, aber tragbar. Der zukünftige Umsatz in den nächsten 12 Monaten wird mit einer Steigerung von etwa 6% erwartet. Betrachte ich nun den aktuellen Aktienkurs dieses Unternehmens, dann bemerke ich, dass dieser in etwa 140% über dem fairen Wert handelt. Der faire Wert wird mit der Discounted Cashflow Methode berechnet in diesem Fall. Dennoch betrachtet man das Kurs-Gewinn-Verhältnis in der Peer Group dieses Unternehmens, bemerkt man sofort, dass dieses Unternehmen unterhalb des für diese Peer Group durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von 28,7 ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist auch deutlich unterhalb des fairen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von in etwa 50. Im nächsten Schritt sehen wir uns die Umsatz- bzw. Gewinnentwicklung in den nächsten Jahren an. Man erkennt hier schön, dass sowohl Umsatz als auch Gewinn leicht steigen. Betrachten wir die Gewinnentwicklung und die Umsatzentwicklung der vergangenen Jahre, sieht man einen steilen Anstieg, was die Qualität des Unternehmens beschreibt. Leider ist dieses Unternehmen sowohl in der Gewinnerwartung als auch im Umsatzwachstum hinter der Industrie und des Marktes in den kommenden Jahren, was nicht zwingend ein negativer Punkt ist, aber durchaus nicht positiv zu bewerten ist. Anders sieht diese Situation aus, wenn man die finanzielle Situation des Unternehmens betrachtet. Sowohl die kurzlaufenden als auch die langlaufenden Verbindlichkeiten sind durch die Assets mehr als ausreichend gedeckt. Außerdem bietet dieses Unternehmen eine interessante Dividende von 2,2%, was deutlich über der Dividende des Industriedurchschnitts liegt.
Betrachten wir den Forecast, also quasi den Ausblick über die nächsten Monate, sieht man sogar eine ansteigende Dividende. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass bei diesem Unternehmen sehr viele Insiderverkäufe stattgefunden haben, sowohl von Einzelpersonen als auch von Firmen. Betrachtet man nun sämtliche Daten, ist es schwierig, klar festzustellen, ob sich ein Investment lohnen wird oder nicht. Natürlich spielt dieses Unternehmen wieder die KI-Fantasie, und zwar in einer ganz besonderen Art und Weise. Meine Strategie wird sein, auf einen geeigneten Einstieg in dieses Unternehmen zu warten und dann eine kleine Tranche zu realisieren. Denn im Grunde genommen kann man noch nicht 100% vorhersehen bzw. erkennen, welches Unternehmen im KI-Boom so richtig boomen wird und welches nur steigt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, und wenn ihr es bis jetzt durchgehalten habt, würde ich mich um ein Abo bzw. ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr helft mir damit sehr und ich kann weiterhin solche interessanten Werte für euch finden.